Die komplette Mosasaurus und Spinosaurus greifen ein Schiff an Szene aus Jurassic World Rebirth wurde jetzt enthüllt. Ja, ihr Lieben, tatsächlich kann man hier von Anfang an eine dezente Spoilerwarnung aussprechen. Ich meine, wir haben alle die Trailer gesehen und auch die TV-Spots und Clips und ich denke mal, ja, dass wir uns Großteil so auch schon vorstellen können, wie die ganze Geschichte abläuft. Allerdings muss ich hierbei sagen, die Trailer haben uns hierbei etwas in die Irre geführt. Der eigentliche Ablauf dieser Szene ist dann doch etwas anders. Auf der sogenannten CCXP, was die Abkürzung für CinemaCon Experience ist, die in Mexiko stattgefunden hat, wurde den Zuschauern vor Ort ein extra Clip gezeigt. Und zwar genau dieser Clip, ja, der Mosasaurus-Angriffsclip. Und eine Zuschauerin, die dort anwesend war, hat auf X, ehemals Twitter, ihre Erfahrung wieder preisgegeben. Das heißt, wir quatschen hier auch über einen Erfahrungsbericht. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Wir reden jetzt hier zwar ausführlich darüber, aber wir dürfen nicht vergessen, es gab auch damals bei der CinemaCon in Las Vegas den Erfahrungsbericht, dass wir einen fliegenden Velociraptor zu Gesicht bekommen. Das hat ja irgendwie auch gestimmt. Ich meine, der Mutadon hat ja auch diese Flügelchen, aber ebenfalls wurde hier auch von einem feuerspeienden T-Rex geredet. Und inzwischen wissen wir einfach, das war der D-Rex, der, naja, in diesem roten Nebel stand und einfach gebrüllt hat. Trotz allem ist es hierbei sehr wahrscheinlich, dass genau das, was ich euch jetzt erzähle, auch so im Film eintreffen wird. Deswegen letzte Spoilerwarnung, nach dem Intro gibt's keine mehr, dann fangen wir sofort an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr Lieben, der gesamte Mosasaurus- und Spinosaurus-Moment wird vielleicht für mich persönlich so ein Highlight des Films sein. Ich liebe Wasser, ich liebe diese paradiesischen Gewässer, die wir auch hier im Film zu Gesicht bekommen. Ich finde den Look vom Mosasaurus wirklich extrem gut in diesem neuen Film, ebenfalls auch das CGI. Und ja, ich liebe halt auch den Spinosaurus. Deswegen war ich sehr gespannt, ob die Spinosaurier nur in dieser einen Szene kurz vorkommen oder ob sie noch einen etwas größeren Auftritt bekommen. Das wird gleich nochmal wichtig werden innerhalb dieses Videos. Deswegen erwähne ich das hier ganz kurz. Auf jeden Fall haben wir jetzt neben der Tyrannosaurus Rex im Fluss-Szene, die wir nahezu auch schon, ich würde mal behaupten, fast komplett kennen, auch die nächste Szene komplett geleakt bekommen. Das mag man jetzt kritisieren. Ich meine, wen es stört, wie gesagt, ich habe jetzt gerade dreimal eine Spoilerwarnung rausgehauen. Jetzt legen wir auf jeden Fall los damit. Die Szene soll nämlich wie folgt beginnen. Im Trailer an sich sehen wir einen Moment, im zweiten Trailer, an welchem Zora Bennett, Duncan Kincaid und Martin Krabs in die Gewässer der neuen Insel vordringen. Und dann plötzlich sagt Duncan Kincaid, der Mosasaurus hat uns gefunden. Kurz darauf sehen wir auch, wie das Tier aus dem Wasser herauskommt und imposant wie ein Wal am Schiff vorbeispringt. Das Ganze sieht hier eher so ein bisschen majestätisch aus und noch nicht wirklich bedrohlich, bis das Tier dann aber anfängt, nach Zora Bennett zu schnappen. Ja, in diesem Clip, in Trailer 2, konnten wir definitiv feststellen, dass hier eine Sache fehlt. Die Spinosaurier. Aus diesem Grund gab es da draußen schon die ersten Gerüchte, wie die Szenen hier zusammengesetzt werden könnten. Eine Vermutung ist gewesen, dass die Szene mit dem Mosasaurus vor der Szene mit den Spinosauriern spielen muss und dass diese Szene dafür sorgt, dass unsere Helden erst auf der neuen Insel stranden. Das heißt, sie betreten die Gewässer der neuen Insel, dann greift der Mosasaurus an, unsere Helden stranden auf der Insel, dann gelangen sie zu einem neuen Schiff oder die Familie Delgado taucht plötzlich auf und die werden dann vom Mosa und von den Spinosauriern angegriffen. Das zumindest war eine Idee von vielen Fans, wie das Ganze hätte chronologisch im Film ablaufen sollen. Jetzt können wir sagen, das stimmt so nicht. Die Trailer haben uns hier ein bisschen in die Irre geführt, denn tatsächlich beginnt diese Szene mit dem Angriff der Spinosaurier und dem Mosasaurus. Ja, das, was wir im zweiten Trailer sehen, der Augenblick, in welchem Duncan Kincaid darauf hinweist, dass der Mosasaurus sie gefunden hat und sie nicht mehr nach ihm suchen müssen, das ist der Moment, in welchem dann kurz darauf sowohl der Mosa als aber auch die Spinosaurier auf den Plan treten. Wir bekommen hier also direkt in dieser Szene das Tag-Team zwischen Spinosaurier und Mosasaurus zu sehen und das wurde von der Person, die diesen Clip gesehen hat, als sehr imposant beschrieben.
Ebenfalls wurde hier darauf eingegangen, dass sie das Gefühl hatte, dass das CGI und generell der Look der Spinosaurier nicht genauso aussieht wie das aus den Trailern. Das haben sie wohl nochmal etwas überarbeitet. Ob jetzt dieses seltsame Lochohr da verschwunden ist, ich glaube es nicht, aber sie werden wohl noch ein bisschen am CGI selber gefeilscht haben. Denn das können wir unter anderem ja auch bei den Titanosauriern beobachten, die in Trailer 2 nicht mehr denselben Look hatten wie im ersten Trailer. Die wurden ein bisschen überarbeitet, nochmal ein bisschen verändert. Das scheint ebenfalls auf die Spinosaurier zugetroffen zu sein. Die Familie Delgado, Zora Bennett und Henry Loomis befinden sich bereits auf diesem Boot. Hier wird jetzt nicht erklärt, wo die Familie Delgado auf einmal hergekommen ist. Und dann passiert das Ganze eben. Duncan Kincaid sagt, wir müssen das Tier nicht mehr suchen, es hat uns gefunden. Die Spinosaurier steigen mit ins Wasser, gleiten langsam auf das Boot zu und der Mosasaurus dann ebenfalls hinterher. Und dann beginnt eine sehr imposante Jagdsequenz. Unter anderem sehen wir hier, wie einer der Söldner von einem Spinosaurus gefressen wird. Eine Szene, die wir wohl auch im Trailer gesehen haben, bei der wir sehen können, wie sich ein Mann bei der gesamten Wucht, die das Schiff trifft, nahezu überschlägt und sich dann gerade noch so am Boot festhalten kann. Ich dachte vorerst, dass das eigentlich Papa Delgado wäre und dass der überleben sollte, aber nein, die Person soll tatsächlich vom Spinosaurus gefressen werden. Und zwar auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, ich hoffe, das behalten sie jetzt nicht so bei im Film. Denn diesen Tod sollen wir tatsächlich nicht sehen. Der Mann soll sich an der Brüstung des Bootes festhalten, des Schiffes, und dann vom Spinosaurus an einem Arm gepackt werden. Während er also dann noch versucht, um sein Leben zu kämpfen, reißt der Spinosaurus ihn ins Wasser, aber wir als Zuschauer sehen das gar nicht mehr. Wir sehen nur den verstörten Blick von Isabella, Delgado heißt sie, glaube ich, das jüngste Mädel, und bekommen dann den Tod an sich eben gar nicht mit. Das ist eine Sache, das haben auch die Zuschauer bei dieser Experience-Veranstaltung etwas bemängelt, dass man sich jetzt Sorgen macht, okay, bekommen wir jetzt hier quasi den Jurassic World Dominion-Faktor, dass wir einfach Tode andauernd nur angerissen bekommen und sie nur deuten können, ganz grob. Und ja, bei Jurassic Park war das hier und da vielleicht auch mal so, bei Robert Muldoon zum Beispiel war ja auch das Gebüsch dann eben vor dem Geschehen. Aber trotz allem haben wir auch gesehen, wie Donald Gennaro gefressen wurde, wie ihm die Knochen vom T-Rex gebrochen wurden, als er ihn hin und her geschleudert hat. Wir haben den Arm von Mr. Arnold wiedergefunden und sogar die Szene mit Dennis Nedry, die zwar außerhalb stattfand, also die Kamera war außerhalb des Geschehens und er wurde im Auto gefressen, aber sogar das haben wir als Zuschauer irgendwie mitbekommen. Der Tod dieser Person hier, das hört sich so ein bisschen an, wie man das auch bei Jurassic World Camp Cretaceous oder Chaos Theory macht, wo es auch Sinn ergibt, weil das hier sind Kinderserien, aber naja, wir haben jetzt hier eine PG-13-Produktion, einen Film, der ab 12 ist, aber trotz allem immer noch PG-13, und diese Filme haben eigentlich den Vorteil, dass man hier schon ein bisschen mehr zeigen kann. Das ist mir einfach nur in den Hinterkopf gekommen, als ich diese Beschreibung gehört habe. Das muss jetzt nicht ausschlaggebend für den gesamten Film sein. Auf jeden Fall soll kurz darauf ebenfalls die kleine Delgado, also die jüngste Tochter, beinahe von einem Spinosaurus gefressen werden. Jedoch wird sie von Papa Delgado gerade noch im letzten Augenblick gerettet. Bei dieser Rettungsaktion soll er sich allerdings eine schwere Verletzung zugefügt haben. In welcher Form? Keine Ahnung. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er sich vielleicht die Schulter auskugelt oder ähnliches, als er sie versucht festzuhalten. Das ist aber auf jeden Fall die Szene, die wir auch im Trailer gesehen haben, wo dann die kleine Delgado neben dem Spinosaurus fast vom Boot runterfällt. Das heißt, ja, sie wird hier nicht gefressen. Wer hätte es gedacht? Kinder werden in Jurassic nicht gefressen. Sie wird hier von ihrem Papa noch einmal gerettet. Parallel dazu finden Ereignisse an der vorderen Seite des Schiffes statt. Ja, hier kämpfen Henry Loomis und Zora Bennett den Kampf gegen den Mosasaurus. Zora versucht hierbei verzweifelt DNS von diesem Tier abzuzapfen, und dann bekommen wir diese Szenen, die wir ebenfalls aus dem zweiten Trailer kennen. Die gesamte Nummer, in welcher der Mosa dann neben dem Schiff herspringt und wieder ins Wasser fällt, findet erst jetzt statt. Also erst nachdem die Spinosaurier bereits einen Söldner weggesnackt haben. Und diese Szene wird als äußerst brisant und actiongeladen beschrieben. Ja, ebenfalls auch als sehr hübsch. Also, dass der Film wirklich gut aussieht, wurde erneut auffällig oft betont. Und ich meine, das haben wir auch schon selber festgestellt, was mich persönlich auch sehr freut. Den Look können wir schon mal abhaken, der stimmt. Jetzt muss eben nur noch die Story passen. Der Mosa versucht also, das Schiff, das er als seinen neuen Feind ausgemacht hat, gegen eine Felswand zu drücken. Und das können wir im zweiten Trailer bereits sehen. Zora und Henry Loomis versuchen dabei, den Felsen zu entkommen, beziehungsweise ihnen auszuweichen, weil das Boot immer weiter gegen die Felsen gedrückt wird, und zwar wieder und wieder und wieder. Der Clip endet hierauf und wir erfahren nicht mehr, wie es weitergeht. Ja,
Und hierzu habe ich noch eine ganz kurze Anmerkung. Zum einen, ich finde es cool, dass man hier auch sagt, ja, die Spinosaurier sehen ein bisschen anders aus nochmal. Ich freue mich immer, wenn da noch ein bisschen was auch dran gefeilt wird und ich bin sehr gespannt, wie es dann wirklich später im fertigen Film aussehen wird. Ebenfalls wurde hier auch schon von Zuschauern der CCXP angemerkt, dass dieser Clip sich sehr zerschnitten angefühlt hat. Und zwar nicht so, als wäre der Clip auch später im Kino genau so ersichtlich. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass wir auch so ein Schnittgewitter da bekommen wie in Jurassic World Dominion. Hier wurde darauf eingegangen, dass es zum Teil Momente gegeben hat, wo die Spinosaurier einfach weg waren. Also die waren noch um das Boot herum und dann gab es irgendwann einen Cut und dann greift der Moser das Boot an. Und das hätte irgendwie alles chronologisch reingepasst, aber auffälligerweise waren die Spinosaurier weg. Und die Zuschauer der CCXP vermuten, dass da noch ein bisschen was dazwischen fehlt. Das heißt, ich glaube, dass der Aufschrei, der jetzt auch von einigen US-amerikanischen YouTubern getätigt wurde, oh nein, war das der einzige Auftritt des Spinosaurus? Das hat überhaupt nichts zu heißen. Erstmal scheint dieser Clip wirklich komplett auseinandergeschnitten gewesen zu sein. Und zum anderen heißt es ja nicht nur, wenn das auch wirklich der erste Auftritt von diesen Tieren gewesen ist, dass die dann später nicht mehr auftauchen. Denn ich erinnere euch nur noch mal ganz kurz an die Spielzeuge, gerade eben diese Mini-Welten, die immer wieder bestimmte Szenen nachgestellt hatten, wo zumindest ein Spinosaurier immer wieder vom Wasser ans Land gekommen ist. Und ich glaube, das hat irgendwas zu bedeuten. Ebenfalls auch beim Lego-Set haben wir auch den großen Tempel, da ist auch der Spinosaurus mit dabei. Ich schätze mal, dass mindestens einer noch an Land für ein bisschen Terz sorgen wird. Das Einzige, was mich jetzt hierbei wirklich gestört hat, ist ein bisschen der Tod dieser einen Person. Das muss auch nichts bedeuten. Das ist ein einziger Tod. Und ja, wir hatten auch in Jurassic Park 1 Joffreys Tod, den wir auch nicht wirklich gesehen hatten. Oder wir hatten auch in Jurassic Park 2 bestimmte Tode, die so nebenbei passiert sind. Ich hoffe aber einfach nur, dass das jetzt hier nicht gang und gäbe ist. Denn ich will, das habe ich bereits erwähnt, in diesem Film trotz allem ein paar heftige Tode sehen, über die man auch später sprechen kann. Und nicht dann dastehen wie bei Jurassic World Dominion am Ende und sagen, Status 1 ist gestorben, Status 2 ist gestorben. Ich will da schon bestimmte Erinnerungen dran haben. Das auf jeden Fall ist das, was wir bisher jetzt über diese gesamte Szene erfahren. Und ich finde es sehr interessant, dass uns die Trailer eben hier in die Irre geleitet haben. Dass nämlich die Ereignisse von Trailer 1 mit den Spinosauriern, die passieren zwischen den Ereignissen von Trailer 2 zu Beginn, wo eben gesagt wird, der Moser hat uns gefunden. Dann kommt die Trailer 1 Passage und danach kommt erst der Moment, in welchem der Moser das Schiff gegen die Felsen drückt. Das fand ich schon mal sehr interessant. Das heißt, ich denke mal, dass man uns hier auch mit noch ein paar anderen Sachen so in die Irre geführt hat und da freue ich mich einfach dann drauf zu sehen, wie das später im fertigen Film aussehen wird. Jetzt frage ich aber wie immer dich, wie ist deine Meinung zu allem, was du gerade erfahren hast, dazu, dass die Spinosaurier wohl noch einmal überarbeitet wurden, nicht im Design, sondern einfach nur vom reinen Detailgrad scheinbar. Was sagst du zu dem einen Tod, der uns jetzt hier preisgegeben wurde? Schreibt mir all deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.